Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir unsere Statement-Tasche The Poppy Bag. Übrigens ein perfektes Projekt für unterwegs, egal ob im Zug oder im Park, am Strand oder am See. Es macht einfach immer gute Laune. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Die The Poppy Bag ist aktuell mein absolutes Highlight im Taschensegment. Ich liebe sie einfach von der Größe her, alles passt rein, Handy, Portemonnaie, Schlüssel, alles. Sie sieht umwerfend aus in ihren knalligen Farben, in dem edlen Satin-Look und das allerbeste natürlich, sie ist selbst gemacht. Ja, ich habe sie das ein oder andere Mal schon ausgeführt in letzter Zeit, wurde dann auch öfter darauf angesprochen und immer wenn ich sage, ich habe die selber gemacht, konnten es viele dann doch gar nicht glauben. Aber ich kann euch versichern, es ist gar nicht schwer und ihr könnt es auch. Wie immer könnt ihr euch natürlich eure Lieblingsfarbe aussuchen und noch dazu auch, in welcher Farbe ihr die Ringe für die Henkel haben wollt. Also ganz egal ob Gold oder Silber, was einfach in eure persönliche Garderobe und zu eurem persönlichen Schmuck passt, das wählt ihr aus und so passt auch die Poppy Bag perfekt in eure Garderobe. Die Poppy Bag gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr gar keine Vorkenntnisse braucht, um euch die Tasche selbst zu machen. Denn ich zeige euch Schritt für Schritt im kleinsten Detail, was zu tun ist, damit ihr zu einem ganz tollen und hochwertigen Ergebnis gelangt. Und dafür macht ihr am besten direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die Juliana Matthäus The Poppy Bag DIY Modebox schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, schon da, in der perfekten Menge und in super guter Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, dann lasst uns mal gemeinsam in die Box schauen. Als erstes haben wir eine Karte mit Informationen, dann nicht nur ein oder zwei, sondern 3 Rollen von unserem wunderschönen Satin in eurer ausgewählten Farbe, Stricknadeln in der passenden Dicke, 2 Ringe in eurer ausgewählten Farbe, 2 Druckknöpfe, Garn, eine Nähnadel und natürlich das Designed by Us Made by You Juliana Matthäus Stoffetikett. Zusätzlich brauchen wir nur noch eine Bastel- oder Stoffschere, sowie ein Maßband, Lineal oder Zollstock und am besten 2 Zangen wie hier auf meiner linken. Es eignen sich aber auch Geräte wie hier rechts, wo man sowas einspannen kann, aber Zangen sind auf jeden Fall ideal. Gut, dann lasst uns einmal unser Band anschauen. Das hat eine glänzende Seite und eine mattere Seite. Wir möchten gleich beim Knoten und Stricken darauf achten, dass immer die glänzende Seite möglichst nach außen zeigt, denn die sieht einfach noch schöner und edler aus als die matte. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Lasst uns mal ein kleines Stück hier abwickeln und einen Knoten hier reinmachen in das Ende. Dafür legen wir das Band einmal so wie ich, also wickeln das einmal von unten nach oben, legen das über das Band, wo wir herkommen. Dann nehmen wir von unten nach oben hier einmal das Ende durch, ziehen es aber nicht ganz durch, sondern nur so, dass wir noch eine Schlaufe in der Hand haben. Und dann kehren wir einmal die glänzende Seite nach außen. Das Ende hängt noch hier, so soll das aussehen. Und dann holen wir uns als nächstes einmal unsere Stricknadeln dazu. Dann nehmen wir eine, nehmen sie in die linke Hand und schieben hier das Ende einmal so drüber, ziehen einmal an unserem offenen Ende und haben jetzt einen Knoten, der relativ eng auf unserer Nadel sitzt. Damit ist jetzt alles vorbereitet und wir können mit unserer ersten Knotenreihe beginnen. Dafür nehmen wir die freie Nadel in die rechte Hand und stechen jetzt einmal mit unserer Nadelspitze von der rechten Nadel von vorne nach hinten durch unsere Schlaufe. So sollte das jetzt aussehen. Ich halte das jetzt einmal mit der linken Hand fest, nehme das lange Band, was hier hängt, nicht das kurze Ende, und wickel das einmal von links nach rechts auf der vorderen Seite um meine rechte Nadel und möchte jetzt diese Schlaufe, die auf meiner Spitze liegt, einmal hier nach vorne durchziehen. Ich mache das einmal langsam, ziehe dann die Nadel nach rechts, sodass das so aussieht. Gehe dann mit meiner linken Nadelspitze von links nach rechts hier herüber und nehme mir diese Schlaufe einfach ab. Die Schlaufe ziehe ich mir dann ein kleines Stückchen fester, indem ich an dem langen Ende von dem Band ziehe.
aber auch nicht zu fest, sodass ich immer noch genug Platz habe, um mit meiner Nadel hier zwischen zu kommen. Ich wiederhole das Ganze jetzt, gehe diesmal aber zwischen meine 2 Schlaufen, die hier auf meiner linken Nadel sitzen, wickel dann wieder mein Band von links nach rechts um die Nadel, so dass die glänzende Seite schön außen ist. Ziehe dann mein Band hier wieder unten nach vorne durch. Habe die Schlaufe also auf meiner rechten Nadel. Ziehe die Nadeln auseinander, so dass ich mit der linken Nadel wieder hier von oben nach unten unter meine Schlaufe auf der rechten Nadel hebe und mir die einmal rüberziehe. Genau das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. Wir gehen jetzt immer zwischen die beiden rechten Schlaufen, also nicht innerhalb einer Schlaufe durch, sondern zwischen 2 Schlaufen, wickeln dann unser Band von links nach rechts, oben über die Schlaufe. Ihr könnt das gut stabilisieren, hier mit den Fingern, ziehen das nach vorne, die Nadeln auseinander und heben uns die Schlaufe dann einmal auf die linke Nadel. Ziehen uns das Band wieder ein bisschen fester und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter. Das Ganze wiederholen wir jetzt für unsere erste Reihe so oft, wie es in eurer Anleitung steht. Achtet auch darauf, dass die Bänder schön liegen und die glänzende Seite auch auf unserer Nadel immer schön außen sitzt. Dann gehe ich hier wieder zwischen meine 2 Schlaufen, von vorne nach hinten, wickel mein Band wieder von links nach rechts um die rechte Nadel, ziehe mir die Schlaufe nach vorne durch, ziehe die Nadeln auseinander, stülpe diese Schlaufe nach links, ziehe mir das etwas fester, gucke wieder, dass das Band schön sitzt und mache so weiter. Spult gerne nochmal an den Anfang, wiederholt so oft ihr es braucht, pausiert, guckt euch das Ganze genau an und dann wird es schon nach wenigen Zügen gut funktionieren. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, gar kein Problem, wir sind ja noch ganz am Anfang. Zieht das Ganze einfach nochmal auf, startet nochmal neu, guckt es euch nochmal an. Dann wird das Ganze auf jeden Fall klappen. Nach ein paar Knoten seht ihr schon, dass wir so einen richtig schönen Rand hier unten erzeugen. Sieht richtig schick aus. Und wenn uns das gelungen ist, dann geht es einfach immer so weiter, bis ihr die richtige Anzahl von Schlaufen auf der linken Nadel habt. Wen es interessiert, warum wir unsere Poppy Bag The Poppy Bag genannt haben, der sollte mal warten bis zum Ende. Ich werde es nach der Fertigstellung auflösen, warum die Poppy Bag so heißt, wie sie heißt. Ich glaube, der ein oder andere wird es ganz cool finden. Ich zähle dann hier zwischendurch schon immer mal nach, wie viele Schlaufen ich hier habe, damit ich auch sicher bin, dass ich die richtige Anzahl erreicht habe. Wichtig ist, dass ihr wirklich alle Schlaufen zählt. Auch die allererste zählt schon dazu. Ich habe an dieser Stelle auf jeden Fall noch nicht genug gehabt, deswegen mache ich nochmal weiter. Ich mache auf jeden Fall nochmal weiter, bis ich auf die richtige Anzahl gekommen bin. Zeige euch aber hier schon einmal vorab, wie der Rand dann aussieht. So sieht das Ganze aus. Super schön ordentlich. Jede Schlaufe ziehe ich mir gleichmäßig fest und mache jetzt noch meine letzten Stiche fertig, sodass wir dann die erste Reihe komplett fertig haben. So, die nächste Reihe geht ganz ähnlich. Dieses Mal jedoch stechen wir mit der rechten Nadel immer durch die Schlaufe von links nach rechts, also nicht zwischen 2 Schlaufen durch, sondern durch eine Schlaufe, wickeln dann unseren Satin von links nach rechts, ziehen die Schlaufe wieder rum und jetzt nehmen wir einfach die Schlaufe, die hier links auf der Nadel ist, ab von der Nadel und ziehen dafür das Garn hier etwas fest. Reicht auch, wenn wir das bei der ersten Schlaufe machen, das mit dem Festziehen. Danach können wir das einfach weiter stricken. Ich gehe hier also wieder durch die Schlaufe, wickel das Satinband einmal von links nach rechts vorne herum, ziehe mir die Schlaufe durch meine andere Schlaufe nach vorne und ziehe hier die linke Schlaufe von der Nadel einfach ab. Die lasse ich jetzt einfach hängen. Und genauso mache ich weiter. Achtet darauf, dass die Schlaufen nicht von der Nadel rutschen, bevor wir das wollen. Ich gehe hier also wieder durch, wickel mein Band wieder herum, ziehe mir das schön nach vorne, nehme das wieder ab, mache dann wieder weiter, wickel wieder, so, ziehe das wieder nach vorne durch, halte mir das hier vielleicht auch mit den Daumen mal ein bisschen fest.
nehme dann die Schlaufe hier ab, ziehe wieder beides so ein bisschen runter. Und weiter geht's. Das machen wir jetzt so bis zur allerletzten Schlaufe von unserer linken Nadel. Also bis wir alle Schlaufen hier rechts auf unsere Nadel rübergestülpt haben. So, ich zeige es jetzt nochmal für die letzte Schlaufe. Es geht nämlich ganz genauso. Wickel hier wieder mein Band herum, ziehe die Schlaufe nach vorne durch, lasse dann auch die Schlaufe hier einfach abhängen und habe jetzt ja eine freie Nadel. Also alles, was ich gerade gestrickt habe, ist jetzt auf meiner rechten Nadel. Ich mache es mir dann hier einmal schön, dass nichts verdreht ist, alle Schlaufen ordentlich nebeneinander sitzen und unsere ersten Reihen hier jetzt schön nebeneinander liegen. Hier haben wir noch unser Band hängen, womit wir angefangen haben. Das vernähen wir später. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Das, was ich gerade gezeigt habe für diese Reihe, das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. Und wichtig ist jetzt, dass wir die Nadel, auf der unser Strickprojekt jetzt ist, in die linke Hand nehmen und wieder alles auf die rechte, jetzt leere Nadel transferieren. Dafür steche ich wie zuvor meine Nadelspitze durch die erste Schlaufe, wickel wieder das Band herum, achte darauf, dass die schöne glänzende Seite außen ist, ziehe es nach vorne durch, hole mir das Ganze ab und mache die ganze Zeit so weiter wie zuvor. Je öfter man das macht, desto mehr kommt man da auch in so einen Flow. Ich sag euch, nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde ist das super meditativ. Irgendwann muss man sich gar nicht mehr drauf konzentrieren, denn alles, was wir machen, wiederholen wir jetzt die ganze Zeit, bis wir die meiste Fläche für unsere Poppy Bag erstellt haben. Das machen wir auch wieder bis zur letzten Schlaufe. Zack, nehmen uns das ab, haben jetzt wieder eine freie Nadel und ihr kennt das Prinzip. Man bringt quasi immer alles von einer Nadel auf die andere, fügt da eine neue Reihe hinzu und wechselt dann wieder. Nimmt dann wieder die Nadel in die linke Hand und wird es wieder nach rechts bringen. Nach jeder Reihe gucke ich einmal, ob alles schön aussieht. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach vorsichtig die Schlaufen wieder aufziehen und die vorherigen Schlaufen, also aus der Reihe davor, einfach wieder auf eure Nadel aufziehen. Dann macht ihr das Ganze einfach nochmal. Aber wenn ihr euch konzentriert am Anfang, dann sollte es eigentlich gut klappen. Ich mache jetzt hier also weiter, genauso wie zuvor in den ersten Reihen. Im Prinzip so lange, bis ihr das Maß erreicht habt, was auf eurer Anleitung steht. Aber zwischendurch wird auf jeden Fall unser Band zur Neige gehen und wie das geht, also was ihr dann macht, das zeige ich euch als nächstes. Ich habe jetzt noch so gut 30-40 cm hängen, verstricke das erstmal noch weiter, bis ich ungefähr nur noch 10 cm hängen habe. Bei mir sind es also hier noch ein paar Maschen. Und dann nehmen wir uns nämlich eine neue Rolle von unserem Band und stricken die mit ein. Wie, das zeige ich euch jetzt. Es ist nämlich wirklich super, super easy. Viel einfacher, als man denkt wahrscheinlich. Der Anfang geht wie immer. Ich steche mit meiner rechten Nadel einmal durch die nächste Schlaufe, die hier dran ist. Lasse es jetzt einmal ganz kurz hier liegen. Nehme mir dann mein nächstes Band dazu. Rolle mir schon mal einmal ein kleines Stückchen ab. Lege die beiden Enden jetzt aufeinander. So. Und stricke die einfach beide hier rein. Ich ziehe das also beides gemeinsam hier durch. Die Schlaufe ist also etwas dicker als die anderen. Und stricke dann bei der nächsten Masche nur noch mit dem hier vollständigen langen Band weiter. Ja, das war's schon. So easy ist es. Danach folgen dann nur noch meine üblichen Maschen. Ich habe jetzt also hier dieses kurze Band, das kurze Ende einfach hängen. Das werde ich jetzt später noch gleich vernähen, ganz am Ende. Ja, und dann würde ich sagen, erstmal fröhliches Knoten und Stricken, bis dann euer Maß erreicht ist, wie es auf der Anleitung steht. Bis dahin kann es sein, dass euer Band vielleicht noch einmal alle geht. Dann macht ihr das einfach wie jetzt auch, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Achtet darauf, dass die schöne glänzende Seite immer die äußere ist auf unserer Nadel. Kontrolliert immer nach jeder Reihe, ob die gut aussieht. Ja, und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen eingegroovt. Ich finde, es macht total Spaß. Man kann es halt auch super cool mitnehmen. Man kann es im Park machen, im Auto, im Zug, wo auch immer.
Man kann sich dabei auch noch gut unterhalten, wenn man den Anfang geschafft hat. Und ja, einfach ein super schönes Projekt. Und das Beste, finde ich, ist, dass man immer seinen Fortschritt so gut sieht. Jede Reihe ist wieder so ein tolles Highlight. Man denkt so, wow, das habe ich schon geschafft. Es geht immer weiter. Und dann natürlich das Allerbeste, wenn man es dann später in den Händen hält und ausführt. Ein unvergleichliches Gefühl für mich. Wenn ihr dann das perfekte Maß erreicht habt, dann möchten wir die Kante wie hier unten auch oben natürlich so schön machen und nehmen die Stiche jetzt so ab, indem wir uns immer 2 Stiche auf unsere rechte Nadel holen. Das machen wir mit der gleichen Technik wie zuvor. Übrigens, für noch mehr DIY-Mode-Inspiration folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal julianamathews_official. Da gibt es täglich coole, neue, inspirierende Ideen. So, dann aber ist es anders. Dann gehen wir nämlich mit der linken Nadel unter die rechte Schlaufe, von innen nach außen, und heben die über die vordere einmal ab. So, dann gehen wir mit der Nadel einfach raus, lassen die hängen und haben jetzt ja nur noch einen Stich auf der rechten Nadel. Weil wir da aber immer 2 brauchen, holen wir uns jetzt noch einen zweiten Stich wieder rüber mit der gleichen Strickart, wie wir die ganzen Reihen schon gemacht haben. So. Und dann geht es aber wieder so, dass wir unter die rechte Schlaufe heben und die einmal über die linke Schlaufe ziehen. Die bleibt auf der rechten Nadel, die andere lassen wir einfach fallen. Und so entsteht ein sehr schöner Rand. Nach ein paar Stichen werdet ihr das sehen. Ich hole mir hier wieder einen Stich, eine Masche erstmal rüber, strecke die also. Gehe dann wieder in die rechte Schlaufe, von links nach rechts. Hebe sie über die erste. Ihr könnt auch eure Finger so ein bisschen benutzen zum Festhalten. Und man sieht jetzt schon, es wird hier ein ganz hübscher Rand. Und je mehr wir das machen, desto schöner wird es eigentlich. Ich bin immer entzückt von der schönen letzten Kante. Ja, genauso geht es jetzt weiter, die ganze Reihe, bis nur noch 2 Stiche auf der rechten Nadel sind. So, jetzt ist es gleich soweit und das Allerschwerste in unserer Poppy Bag hier ist auch schon geschafft. Gleich wird es nur noch ganz easy. So, ich stricke jetzt noch meine letzte linke Masche hier von der linken Nadel einmal rüber nach rechts. Habe jetzt also diese 2 rechten letzten Maschen und kann als nächstes einmal mit meiner Schere so ungefähr nach 30 cm unser Band einmal abschneiden. Das mache ich immer so schräg, dann franzt es nicht so doll aus. Nehme hier den Rest einmal zur Seite, den brauchen wir später noch. Und jetzt hebe ich noch einmal die rechte Masche über die linke, sodass nur noch ein allerletzter Stich drauf ist. Lege die andere Nadel zur Seite und ziehe meine Nadel einfach nach rechts, sodass das Ende durch meine letzte Schlaufe geführt wird. Ja, und das war's auch schon. So sieht das Ganze dann aus. Als nächstes möchten wir jetzt die Enden, die hier noch raushängen, schön verstecken. Dafür nehmen wir uns einmal die Stopfnadel, falten uns das eine Ende hier einfach so ein paar Mal klein, so dass es durch unser Öhr in der Stopfnadel passt. Ziehen uns das hier so durch. So, und die sind jetzt präpariert. Und zwar weben wir das einfach ein auf unserer Rückseite. Ich gehe hier einfach immer so durch eine Schlaufe von rechts nach links, durch die nächste Schlaufe von rechts nach links, wieder durch die nächste und mache immer so weiter, bis das Band einmal komplett verschwunden ist, also komplett einmal eingearbeitet ist. Und genauso mache ich das auch noch mit meinen weiteren Bändern, die hier frei rumhängen. Also ich nehme die immer auf meine Stopfnadel, webe mir das hier auf der Rückseite immer durch meine Schlaufen einfach so ein bisschen ein, sodass es nicht mehr rausflutschen kann. Und ja, entferne dann die Stopfnadel, wenn ich das ganze Ende eingewebt habe. So, wenn ich das überall gemacht habe, außer da, wo ich noch so ein ganz langes Hängen habe, dann können wir uns das einmal anschauen. So sieht das jetzt gerade aus. Wir haben jetzt so ein rechteckiges Stück in unseren Maßen. Von der schönen äußeren Seite sieht man das ganze Verwebte nicht. Wir falten uns das Ganze jetzt einmal so, dass die äußere schöne Seite innen liegt. Und die beiden hübschen Kanten, die wir gefertigt haben am Anfang und am Ende, die liegen jetzt aufeinander.
Jetzt können wir uns nämlich unser hier langes Ende nehmen, das auch noch einmal auf die Stopfnadel bringen. Ich falte das dafür wieder klein, schiebe es dann durch mein Nadelöhr. So, und jetzt nähen wir die Seiten nacheinander zusammen. Und zwar einmal hier und einmal dann anschließend oben. Dafür legen wir uns die Kanten hier schön aufeinander, stechen dann von oben nach unten immer zwischen den Schlaufen, also nicht durch eine Schlaufe durch, nicht durch den Stoff, sondern immer durch die Lücke nach unten, so ungefähr 2 cm von der Kante entfernt. Suchen uns dann hier die nächste Lücke neben dem nächsten Band, stechen da hoch, gucken auch hier wieder nach der nächsten Lücke und ziehen unser ganzes Band da hoch. So. Ich gehe dann hier nochmal einen Stich zurück, um da auch noch was festzumachen. So. Und ihr könnt jetzt einfach mal so probieren, immer am Abstand von so 2 cm zur Kante, immer mal hoch und runter zu nähen, da wo es passt, so dass möglichst alles schön zusammengenäht ist. Fühlt sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, aber wenn wir uns das später umdrehen, dann wird das richtig gut aussehen. Auch wenn es jetzt keine tolle, saubere Naht ist, das ist gar kein Problem. Sucht euch da einfach Lücken, achtet darauf, dass der Abstand zur Kante einfach möglichst gleich ist und dann näht einfach von oben nach unten. So, ich bin jetzt hier zum Beispiel wieder unten, gehe dann wieder weiter nach einer Schlaufe, nähe da wieder hoch. So, immer zwischen den Bändern durch. Ziehe mir das Ganze hier schön fest. Ja, das mache ich jetzt, bis ich ganz links angekommen bin. Ja, und dann zeige ich euch, was wir am Ende machen. Wir sind jetzt quasi am unteren Boden. So, also da, wo wir unser Rechteck umgeschlagen haben. Ich drehe mir die Tasche jetzt einmal um und vernähe jetzt auch wieder das Ende so wie zuvor. Also ich suche mir hier einfach eine Schlaufe, durch die ich mein Band durchziehe, suche mir die nächste Schlaufe, mache immer so weiter, bis mein Band zu Ende geht. Dann entferne ich einfach die Stopfnadel, ja, und habe meine erste Seite der Tasche geschlossen. Wenn ihr noch so ein kleines Ende überstehen habt, dann schneidet das einfach kurz, das ist gar kein Problem. Ja, und ansonsten zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht, die Naht, die wir hier gerade gemacht haben. Wenn ich das nämlich umdrehe, dann sieht man von außen von unserem ganzen Genäh gar nichts. Es sieht richtig, richtig schön aus, hat jetzt auch so eine kleine Dreidimensionalität bekommen. Und ja, genauso wie wir das hier gemacht haben auf dieser Seite, machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Aber dafür drehen wir es natürlich noch einmal um wieder, sodass die schöne äußere Seite innen liegt. Denn die Naht, die wir nähen, möchten wir ja nicht außen sehen später. Ja, also wieder umdrehen und zusammennähen. Hier haben wir jetzt keinen Streifen von unserem Band mehr hängen. Deswegen schneiden wir uns ein Band in der Länge von ungefähr 60-70 cm ab und lassen am Anfang und am Ende der Strecke jeweils was von dem Band hängen, was wir dann auch wieder vernähen können. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann sind ja beide Seiten geschlossen. Und wir können einmal die Stopfnadel hier abziehen. So, zack. Unsere Tasche umdrehen. Und ja, hier haben wir schon einen richtig schönen Taschenbeutel gefertigt. Sieht richtig, richtig schön aus. Was fehlt, ist jetzt natürlich noch unsere Schließung und natürlich unsere Henkel. Und die fertigen wir jetzt als nächstes. Wir nehmen uns dafür unsere Ringe in der ausgewählten Farbe und kleben sie mit einem Tesafilmstreifen oder Paketklebebandstreifen oder was ihr gerade da habt, in einem Abstand, wie auf eurer Anleitung angegeben, auf den Tisch, an dem ihr sitzt oder auf dem Boden, je nachdem, wo ihr gerade werkelt, und schneiden uns auch dann eine Länge, wie auf eurer Anleitung angegeben, von unserem Satinband ab. Das machen wir, indem wir einfach mit einem Maßband messen und dann genau so abschneiden, wie es angegeben ist bei uns. Ihr könnt dann auch gerne wieder schräg abschneiden und direkt mal vorbereiten, die beiden Enden mit dem Feuerzeug anzuzünden, ganz leicht, also anzukokeln, sodass die leicht verschmelzen. Ich ziehe dann jetzt meinen Satin hier einmal oben durch meinen Ring. Dafür ist ganz wichtig, dass der Ring nicht komplett weggeklebt ist, sondern wir ihn noch benutzen können. Ziehen ihn dann einmal unten, von oben nach unten, durch den Ring. Schiebe schon mal ein bisschen Band nach, sodass ich hier oben wieder von unten nach oben den Ring durchziehen kann.
So sieht das also aus. Unten geht es nur einmal durch und oben kommen jetzt jeweils die Enden oben aus dem Ring heraus. Ja, und jetzt verteile ich einmal die beiden Enden rechts und links so, dass die Strecken genau gleich lang sind. Also die Bänder, die da hängen, sollen jetzt genau gleich lang sein. Klasse, wenn das geschafft ist, dann können wir uns unsere beiden Gummibänder einmal zur Hand nehmen und aus unseren beiden Enden, die jetzt ja hier rechts und links lang hängen, einmal so kleine Bündel machen. Dafür lege ich mir meinen Satin immer in so kleinen Achten, wickel das immer so hoch und runter, so dass nur noch eine gute Henkellänge über ist. Da mache ich dann erstmal mein Gummiband drum und später, wenn wir dann mehr Band wieder brauchen, können wir uns das hier einfach nachziehen. Ja, dann ist das schon mal präpariert und genau das gleiche machen wir natürlich auch noch mit dem Band hier rechts. Ja, wenn wir das haben, kann es endlich losgehen mit dem Knoten für den Henkel. Und das macht auch ganz viel Spaß, weil es nochmal eine ganz schöne neue Optik wird. Dafür schaue ich jetzt noch einmal, dass die Bänder hier nicht verdreht liegen, sondern schön glatt. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's los. Wir haben ja unsere schönen Bündel hier und ich zeige einmal das Prinzip. Unsere Knoten bestehen immer aus 2 Knoten sozusagen. Als erstes legen wir hier unser linkes Bündel über unsere 2 mittleren Bündel, legen dann das rechte Bündel über das Band, was wir gerade gelegt haben. Hier sieht man es. Unter die mittleren Bänder und kommen dann durch diese Schlaufe hier links wieder nach oben. Das ist die erste Hälfte vom Knoten. Das können wir festziehen. Die zweite Hälfte kommt jetzt, geht genauso nur andersrum. Gerade haben wir ja links angefangen, deswegen fangen wir jetzt rechts an. Legen unser rechtes Band über die beiden mittleren, legen dann unser linkes Band über das rechte Band und möchten es hier oben rechts durch die Schlaufe ziehen, von unten nach oben. Wir wandern also unter diesen ganzen Bändern entlang und ziehen es dann hoch. Ja, ziehen uns das wieder fest und das ist der Knoten. Genauso machen wir das jetzt die ganze Zeit, bis wir am Ende sind. Fangen jetzt wieder links an, legen unser rechtes dann über das linke Band. Unterhalb von den anderen Bändern gehen wir durch die Schlaufe, die links entstanden ist, wieder hoch und ziehen das Ganze fest. Ihr könnt auch wieder schön darauf achten, dass die glänzende Seite außen ist. Ja, und dann entsteht ein ganz schönes Muster für unseren Henkel. Jetzt lege ich wieder das rechte Band, lege das linke darüber, unter die anderen durch und durch die Schlaufe. Und ihr seht, das Muster, was da entsteht, das hat immer quasi rechts und links so vertikale Bänder liegen. Und wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, wo ihr gerade wart, ob ihr jetzt von rechts oder links arbeiten müsst, dann ist die Faustregel, dass immer da, wo das nächste vertikale Band landen soll, in die Richtung muss gearbeitet werden. Also wenn der links ein nächster vertikaler Streifen entstehen soll, dann müsst ihr das Band von rechts nach links legen, also das Bündel. Hier sieht man es jetzt zum Beispiel. Links soll der nächste Streifen entstehen, deswegen lege ich mein rechtes Band über die Mitte. Ich hole hier dann auch ein bisschen Band nach, gehe dann mit meinem Bündel über das rechte Band, unter die mittleren Bänder, durch die Schlaufe. Wiederholt das einfach ein paar Mal in Ruhe, konzentriert euch dabei und irgendwann geht es wieder von ganz alleine. Ja, ihr seht schon, es wird richtig schön. Was wichtig ist, ist, dass ihr dann das, was ihr gerade geflochten und geknotet habt, immer so ein bisschen nach oben nachschiebt. Denn wir möchten, dass das schön eng sitzt und unser Träger nicht so ausleiern kann. Cool. Ja, dann geht es die ganze Zeit einfach so weiter, bis ihr unten angekommen seid. Ich hoffe, ihr werdet auch in so einen kleinen meditativen Zustand verfallen. Ich glaube, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann macht es richtig Spaß. Vor allem, wenn man immer sieht, so wie der hübsche Henkel hier entsteht, ist es richtig cool. Und ja, wir nähern uns ja langsam aber sicher auch dem Ende unseres Projektes mit der Poppy Bag.
Und ja, ich wollte einfach nochmal sagen, wenn euch das Spaß gemacht hat, dann schaut doch super gerne auch im Anschluss auf unserer Website www.julianamatheevs.com vorbei und guckt einfach schon mal nach einem nächsten Projekt für euch. Wir haben ja Ready to Craft als Kategorie, dazu gehört ja jetzt auch die Poppy Bag, das ist also alles ohne Nähen mit der Nähmaschine. Es kann halt also was mit Stricken sein, mit Makramee, mit Sticken, was auch immer. Jegliche Handarbeiten, die Spaß machen und ein schönes Kleidungsstück oder Accessoire am Ende entsteht. Und übrigens auch perfekt irgendwie sich als Geschenk eignet. Und ja, dann gibt es natürlich noch Ready to Sew, also Kleidungsstücke oder Accessoires, die man mit der Nähmaschine näht. Aber man braucht trotzdem absolut gar keine Erfahrung mit dem Umgang mit der Nähmaschine. Und ja, deswegen, wenn ihr einfach mal Lust habt, euch auch mal was zu nähen, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auch immer ein Grundlagen-Tutorial da, wo ich euch einfach erzähle, wie die Nähmaschine aufgebaut ist und euch einfach die allerwichtigsten Funktionen an der Nähmaschine zeige. Und schon im Anschluss seid ihr in der Lage, alle unsere Kleidungsstücke und Accessoires auch mit der Nähmaschine zu fertigen. Ja, wir lieben es einfach, Dinge selber zu machen und wir glauben, dass wir mit unserem DIY-Mode-Konzept eben auch die Modewelt so ein Stück weit revolutionieren können mit euch zusammen. Denn wir stellen es ja selber fest, wenn wir uns unsere Kleidung und Accessoires selber fertigen, dann lieben wir das einfach. Wir haben eine ganz emotionale Bindung dazu, wir möchten die nicht mehr hergeben und wir wertschätzen die Kleidung mehr und tragen sie auch dadurch länger. Und ja, wir finden, dass das ganz wichtig ist in der heutigen Zeit und sind ganz, ganz froh darüber, dass ihr das auch so seht. Und ja, wir gemeinsam die Modewelt revolutionieren. Wenn wir am Ende angekommen sind, dann haben wir hier noch 2 Enden hängen, die ihr auch mit dem Feuerzeug schon verschmelzt habt. Wir nehmen uns als nächstes jetzt wieder unsere Stopfnadel und möchten natürlich die Enden jetzt noch verstecken. Das Klebeband können wir hier schon mal abnehmen. So, und jetzt fangen wir mit dem einen Ende an, ziehen das Ende durch unsere Stopfnadel, durch das Öhr. So, und gehen jetzt einfach durch die Mitte des Bandes. Also wir wollen die Enden innerhalb unseres Henkels verstecken und es hier einmal so entlang ziehen. Ich mache das jetzt so, dass ich die Rückseite benutze von der Stopfnadel, weil sie eben noch weniger spitz ist als die Vorderseite und dann kann man sich weniger verhaken. Ich gehe hier einfach durch die Schlaufen, die hier in der Mitte liegen, immer ein kleines Stückchen weiter. Ziehe die Nadel zwischendurch mal raus. Gehe dann wieder neu rein an der Stelle und verstecke das Band immer mehr. Ich mache es so, dass ich dafür einmal am Anfang geschaut habe, welche Seite vom Henkel mir besser gefällt und das Band dann an der Seite reinziehe, die mir weniger gut gefällt. Da sie aber eigentlich von der Knotung sehr identisch sind, sollte es da nicht so einen allzu großen Unterschied geben, aber ihr könnt ja mal schauen. So, ich verstecke jetzt noch das letzte Stück. Zack, nehme meine Nadel raus, ziehe mir das hier wieder schön fest, verstecke noch das letzte Ende. Bei euch ist das ja auch noch etwas schöner, weil ihr das schon mit dem Feuerzeug vorher angekokelt habt. Es ist jetzt nicht mehr so ausgefranst wie bei mir hier. Ich schneide es deswegen noch einmal ab. So. Ja, und genau das machen wir natürlich mit dem anderen Ende von unserem Band auch noch. Ja, und dann haben wir diese wunderschönen Träger gefertigt, die wir jetzt nur noch an unsere Tasche anbringen müssen. Also, los geht's, würde ich mal sagen. Wir benötigen dazu jetzt einmal unsere beiden Zangen und wollen jetzt einmal bei den Ringen, die wir ja hier haben, eine Lücke schaffen, um unsere Schlaufen von der Tasche auch dort einzufädeln. Ich habe hier ja jetzt nicht 2 gleiche Zangen, sondern einmal so ein Ding, womit man,
sondern einmal so ein anderes zangenähnliches Ding, mit dem ich etwas festhalten kann. Wenn ihr 2 Zangen habt, geht es aber noch ein bisschen einfacher. Ihr müsst jetzt einfach hier eine kleine Lücke schaffen, indem ihr das auseinanderbiegt. So sieht das dann aus. Die ist jetzt groß genug, um unsere Schlaufen dazwischen zu schieben. Und wenn ihr das auch bei dem anderen Ring gemacht habt, so, dann nehmen wir uns als nächstes einmal unsere Tasche, die wir schon zuvor gestrickt haben, dazu. Wir möchten die Henkel jetzt seitlich ansetzen und dafür gucke ich einmal seitlich auf meine Tasche drauf und suche mir jetzt die oberen so 4 Schlaufen, die sich anbieten, um den Henkel durchzuziehen. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. Ihr müsst mal testen, dass ihr Schlaufen erwischt, die, wenn ihr daran zieht, nicht super doll ausleiern, sondern die schon einen guten Festigkeitsgrad haben. Denn wenn wir die Tasche tragen, soll natürlich nicht eine Schlaufe da super weit rauskommen. Testet einfach mal so ein bisschen rum. Ihr werdet dann schnell 4 Schlaufen finden, die ihr nehmen könnt. Und da schiebe ich dann einfach hier meinen Ring drüber und verschließe ihn dann danach. Ich mache das wieder mit meinen Zangen, biege es jetzt also wieder so, dass die Lücke sich schließt nach und nach. Ja, und dann haben wir den Henkel auf der einen Seite befestigt und können das gleiche auch noch auf der anderen Seite machen. Die Seite, an der man den Ring aufbiegen kann, schiebe ich dann einfach in meine Schlaufen, so dass man die auch gar nicht mehr sieht. Und wiederhole jetzt das gleiche genau nochmal auf der anderen Seite. Ja, tada! Jetzt müssen wir unserer Tasche nur noch den letzten Schliff verleihen, indem wir einmal unser Label annähen. Und zwar nehmen wir einfach von unserem Essentials so eine gute Armlänge von unserem Garn ab, schneiden das ab und fädeln es in unsere Nähnadel ein. Beide Fadenenden lassen wir gleich lang hängen und machen dann in beide zusammen einen Knoten. Wie ihr das macht, ist ganz egal. Hauptsache ist, die beiden Bänder sind schön zusammengeknotet. So, ich schneide mir dann das hintere Fadenende hinter dem Knoten noch einmal kurz ab und bin jetzt fertig zum Nähen. Ich möchte das Designed by Us, Made by You Logo mittig einnähen auf eine Seite. Und es sollte so 3-4 cm unterhalb des oberen Randes angenäht werden, damit noch genug Platz ist, um unseren Druckknopf dann anschließend darüber anzubringen. Ich steche jetzt einmal von hinten nach vorne in das Etikett ein, bis der Knoten anstößt. Platziere es mir hier noch einmal gerade, gehe durch den Satin, der sich direkt dahinter befindet, steche von hinten nach vorne wieder durch das Label. Ziehe mir die Schlaufe hier fest. So, steche dann wieder durch das Satinband von hinten nach vorne. Ich achte mal darauf, dass die Schlaufen schön oben liegen an dem oberen Rand vom Etikett. Ja, und wenn ich das gemacht habe, vernähe ich, indem ich einfach auf der Stelle nähe. So. Einmal die Nadel durchziehe und die Nadel durch die Schlaufe, die da entsteht, stecke. Dann schneide ich den Faden einfach nur noch ab. Genau das mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite vom Label und auch auf den unteren Kanten. Schaut immer, wenn ihr die nächste Ecke annäht, dass das Label schön glatt liegt, denn dann sieht es am besten aus und verleiht der Tasche dann noch so einen richtigen Designer-Touch. Unsere letzte Amtshandlung bei der Poppy Bag sind die Druckknöpfe. Die möchten wir mittig platzieren. Dafür nehmen wir uns einmal die beiden Druckknopfseiten und schauen uns die einmal genau an. Hier haben wir eine Seite, die ein Pinöpel hat. Die andere Seite hat dafür eine Öffnung mit so 2 kleinen Stahlstäbchen drin, in die dieser Pinöpel rein kann. Ich weiß, dass die Seite mit den Stahlstäbchen und der Höhle auch so einen kleinen Pinöpel hat, aber nur eine Seite hat eben diese Stahlstäbchen. Daran könnt ihr erkennen, dass das die
Seite ist, in die die andere Seite reingesteckt wird. Ihr könnt euch jetzt einfach die erste Seite nehmen, egal welche. Ich nehme jetzt die hier mit der Öffnung. Nähe einmal von unten nach oben durch mein Band und durch den Knopf, so dass der Knoten uns wieder stoppt. Den habe ich zuvor in das Garn gemacht. Nähe immer durch Stoff und von unten nach oben durch die erste Öffnung hier und taste mich dann von Öffnung zu Öffnung, indem ich durch den Stoff steche. Aber bitte nicht bis auf die äußere Seite, sondern nur so, dass man es von außen dann bei der Tasche nicht sehen kann. Nähe dann hier weiter, nähe den Druckknopf fest. So, gehe dann wieder hier unterirdisch in das nächste Loch. Nähe auch da wieder den Druckknopf an den Stoff, der direkt dahinter ist. So. Gehe noch in die letzte Öffnung. Nähen auch da noch fest. Jeweils immer so mit 3, 4 Stichen pro Seite, das sollte gut sein. Steche dann wieder auf der Stelle. Gehe durch die entstandene Schlaufe, um zu vernähen. Mach das Ganze noch einmal, damit alles schön fest sitzt. Und kann dann mein Garn an dieser Stelle abschneiden. Wiederholt das Ganze also auf der anderen Seite auch noch, aber so, dass der Pinöpel nach oben zeigt. Und sucht euch erstmal genau die Stelle auf der gegenüberliegenden Seite, sodass die Druckknöpfe schön aneinander stoßen können. Auch hier platziere ich ihn wieder so einen guten Zentimeter oder 2 Zentimeter von der oberen Kante entfernt. Und nähe ihn einmal komplett ringsherum fest. Jetzt der letzte Schnitt und fertig ist unsere Poppy Bag. Super, wir haben jetzt hier die Schließung. Aus der Tasche kann da nichts rauskommen. Sie hat die perfekte Strickdichte, sodass uns nichts rausfallen kann. Ja, und ich würde sagen, toll gemacht. Fertig, das ist unsere Poppy Bag. Der ein oder andere hat vielleicht schon darauf gewartet. Ich wollte noch erzählen, was es mit dem Namen auf sich hat. Und ja, die Story dahinter ist, dass wir in wenigen Wochen einen kleinen Atelierhund bekommen, und zwar die kleine Poppy. Und da sie einfach so frech ist und so quirlig und irgendwie so positiv und wir auch diese Tasche gelauncht haben, dachten wir einfach, welcher Name eignet sich besser für die Tasche, die ja auch so einen poppigen Charakter hat, als Poppy. Deswegen The Poppy Bag. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch heute auch wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon, eure Resultate zu sehen. Benutzt doch gerne dafür den Hashtag JulianaMatthäus_on_me und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier beim gemeinsamen DIY oder sogar vielleicht den. Also bis dahin, fühlt euch gedrückt und bis bald.